Ich bin Isa. Und ich bin Benny. Und gemeinsam sind wir IWE Travels. Und heute erklären wir euch die Do's und Don'ts von Marokko. Also die wichtigsten Dinge, die ihr beachten solltet, wenn ihr nach Marokko kommt. Wer durch Marokko reist, sollte unbedingt auch die marokkanische Küche probieren. Wir haben uns schon ein wenig durchgekostet und Tangier, Tangin, Couscous und andere nationale Gerichte schmecken uns ausgezeichnet. Beim Essen hat man auf jeden Fall auch immer die beste Gesellschaft. Aber nicht nur das Essen schmeckt uns hier besonders gut, sondern auch der marokkanische Whisky, nämlich der äußerst bekannte Minztee, ist ausgezeichnet. Außerdem gibt es hier an wirklich jeder Ecke frisch gepressten Orangensaft, den wir einfach lieben. Und wir haben sogar in Marrakesch eine Foodtour gemacht. Auch das können wir sehr empfehlen. Wenn ihr nach Marokko kommt, müsst ihr unbedingt in einem der typischen Riads übernachten. Ein Riad ist ein altes, traditionelles marokkanisches Haus mit einem Innenhof, wobei alle Zimmer nach innen gerichtet sind und es meistens nach außen gar keine Fenster gibt. Ehrlicherweise in Marrakesch gibt es auch gar nicht viele andere Alternativen. Natürlich gibt es auch einige Hotelketten, aber der Großteil der Unterkünfte sind Riads. Wir sind auf Rundreise durch Marokko und haben auch einen Stopp in Chefchaouen gemacht, der blauen Stadt. Diese hat uns besonders gut gefallen und wir können wirklich nur jedem empfehlen, dort ein paar Tage zu verbringen. Dort gibt es unzählige wunderschöne blaue Straßen, die wie gemacht sind dafür, um durchzuspazieren. Und das eine oder andere wunderschöne Foto wird man auf jeden Fall auch mit nach Hause nehmen. Die Stadt befindet sich auch im Rifgebirge, deshalb eignet sie sich besonders, um von hier aus auch kleine Wanderungen zu unternehmen. Wir haben bei vielen Gesprächen, bei diversen Essen oder einfach auch nur zwischendurch viel über das Land, die Kultur und die Menschen erfahren. Dadurch erhält man immer den besten Einblick, wie es Leuten in anderen Ländern geht und wie sie so ihr Leben bestreiten. Die Marokkaner sind auch alle wirklich durchwegs äußerst freundlich, vor allem am Land. Und es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass wir zu ihnen nach Hause auf einen Tee eingeladen wurden. Solltet ihr nicht nur übers Wochenende in Marrakesch sein, sondern etwas mehr Zeit mitnehmen, dann macht unbedingt einen Abstecher in die Wüste. Es gibt verschiedenste Anbieter, die euch von den großen Städten in Marokko abholen und mit denen ihr eine ein- oder sogar mehrtägige Reise in die Wüste machen könnt. Der Kontrast von der Wüste zu den hektischen, chaotischen Städten ist auf jeden Fall sehenswert und natürlich der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und auch der wunderschöne Sternenhimmel sind ein Highlight für sich. Hier gibt es auch zahlreiche, auch teilweise luxuriöse Zeltcamps mitten in der Wüste und wir empfehlen euch auf jeden Fall, macht sowas, schaut euch sowas an, es ist einfach nur wunderschön. In den Großstädten ist es vor allem empfehlenswert, die Medina zu besuchen. In den engen verwinkelten Gassen herrscht wirklich hektisches Treiben. Hier ist es ein absolutes Must, durchzuschlendern und die vielen angebotenen Gegenstände zu bewundern. Wer genug von dem hektischen Treiben hat, kann sich auch auf eine der vielen Dachterrassen zurückziehen und den Trubel von oben beobachten. Dort genießt man auch am besten einen marokkanischen Minztee oder eine andere Erfrischung. Kleiner Zwischenstopp zwischen den Sehenswürdigkeiten. Wir gönnen uns auf einer der unzähligen Dachterrassen einen frischen Orangensaft. Wenn ihr unseren Kanal bisher verfolgt habt, dann habt ihr auch gesehen, dass wir immer wieder Drohnenaufnahmen in unsere Videos eingebaut haben. Das ist in Marokko leider nicht möglich, obwohl die Landschaft hier wunderschön ist, aber die Einfuhr von Drohnen ist grundsätzlich verboten. Das Gepäck wird am Flughafen auch nach Drohnen durchsucht. Und sollte eine gefunden werden, wird sie konfisziert und ob man sie dann wieder zurückbekommt, ist nicht 100% sicher. Außerdem ist auch die Einfuhr von größeren Mengen an marokkanischen Dirhams, also der Währung hier in Marokko, verboten. Das ist aber kein großes Problem, weil direkt am Flughafen in der Ankunftshalle könnt ihr Geld wechseln.
Apropos Geld in Marokko, ihr solltet euch nicht erwarten, hier überall mit Kreditkarte zahlen zu können. Es ist sogar eher die Ausnahme, mit Karte zu zahlen. Meistens wird Bargeld verlangt und ihr solltet auch immer genügend davon eingesteckt haben. Circa 90% der mehr als 35 Millionen Marokkaner sind Moslems. Und in dieser Religion ist es auch wichtig, sich entsprechend zu kleiden. Befindet man sich nicht gerade in der Hotelanlage, so wie wir jetzt, ist es wichtig, als Frau die Schultern und auch die Knie zu bedecken. Das muss stets eingehalten werden und ist besonders wichtig, vor allem innerhalb der Medina, der großen Städte. Wenn ihr durch die Souks der Medina schlendert und euch dann doch dafür entscheidet, einen Schal, eine Lampe oder Gewürze zu kaufen, dann gehört es unbedingt dazu, zu verhandeln. Hierbei kann man bei etwa 30% des ausgerufenen Preises starten und sich dann ungefähr bei 50% einigen. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und das hat eigentlich so gut wie immer geklappt. Apropos Geld in Marokko, hier gehört es auch zur Religion und zum guten Ton, den Bettlern und armen Leuten Almosen zu geben, insbesondere am Freitag, dem heiligen Tag der Woche. Wie bei jedem unserer Urlaube versuchen wir im Vorfeld ein paar Wörter der Landessprache zu lernen. In Marokko ist das besonders schwierig, da hier einerseits Arabisch, aber auch Französisch gesprochen wird und wir beides nicht können. Die simpelsten Wörter, die wirklich jeder beherrschen sollte, wenn er herkommt, sind Hallo, das heißt Salam Alaikum oder die Kurzform davon Salam und Danke ist Shukran. Aber wir sind bisher mit Englisch eigentlich meistens ganz gut durchgekommen und selbst wenn das Gegenüber nicht Englisch spricht, mit Händen und Füßen kann man immer ganz gut kommunizieren. Wie so oft in südlichen Ländern ticken die Uhren auch hier in Marokko etwas langsamer. Wer erwartet, schnell eine Rechnung zu bekommen oder schnell irgendwo abgefertigt zu werden, irrt gewaltig. In Marokko braucht man vor allem Zeit. Das haben wir schon am Flughafen gelernt, denn hier hat es gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis wir durch diverse Sicherheitskontrollen gekommen sind und endlich das Land betreten durften. In Marokko gibt es wirklich überall Moscheen, in der Innenstadt, in der Medina, an jeder Ecke. Aber als Nicht-Muslime ist es uns nicht erlaubt, eine Moschee zu betreten. Es gibt eine einzige Ausnahme in ganz Marokko, soweit wir gelesen haben, und zwar ist es die Hassan II. Moschee in Casablanca, die wir euch auf jeden Fall empfehlen zu besuchen, weil das Bauwerk an sich einfach nur phänomenal atemberaubend schön ist. Solltet ihr, so wie wir, wunderschöne Aufnahmen von Marokko machen wollen, müsst ihr allerdings etwas aufpassen. Die Marokkaner sind oftmals nicht so begeistert, wenn ihr Fotos von ihnen macht. Ihr solltet immer um Erlaubnis fragen, bevor ihr jemanden fotografiert. Manchmal wird euch ein Foto vehement verweigert, manchmal wird Geld dafür verlangt und manchmal ist es auch kein Problem. Das ist nicht nur in den Großstädten so, sondern auch am Dorf. Wir haben es auch mehrmals erlebt. Vor allem in den Großstädten ist es allerdings auch so, dass Menschen sich gerne fotografieren lassen und im Anschluss dafür Geld verlangen. Nicht nur die Menschen, sondern auch deren Haustiere wie Papageien oder Affen werden zur Schau gestellt, besonders für die Touristen, die im Anschluss natürlich Geld springen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr ein paar Tipps für euren nächsten Urlaub mitnehmen konntet, lasst uns gerne ein Like da und auch über ein Abo würden wir uns besonders freuen. Bis zum nächsten Mal! Was soll ich denn überhaupt sagen? Warte, fangen wir neu an. Und heute erzählen wir euch etwas über die Do's und Don'ts von Marokko. Marokko! Wollte ich nur gesagt haben. Ah, da willst du wieder lachen. Okay. Dort gibt es unzählige wunderschöne blaue Straßen, die absolut einen Besuch wert sind und die auch das ein oder andere tolle Foto mit nach Hause bringen werden. Nein, die Gassen werden kein Foto mit nach Hause bringen. Oh, wieso dürfen sie nicht? Wenn sie nach Hause kommen, wollen sie auch Fotos zeigen. Schau Straße, schau Mama, ich habe ein Foto mitgenommen. Du kleine Gasse! Spinne auf mir, Spinne auf mir, Spinne auf mir. Danke. Das kommt auch ins Video. Ja. Ja? Spinne! Mit den Einheimischen plaudern. Außer sie wollen einen über den Tisch ziehen, dann nicht plaudern. Du. Wir haben Zeit. Ja. Es regnet.